Willkommen bei das Radio der gelben Gelehrten. Wir haben in einer früheren Sendung erklärt, warum NTD-Sport die beste Sportart der Welt ist, für Behandlung, Schönheit, Muskelmasse und Fettverbrennung. Der Forscher Firas Almunir, der NTD-Sport entwickelt hat, zusätzlich zu den Übungen, die er für das Fitnessstudio entwickelt hat, entwarf er auch Übungen zu Hause, für die keine Gewichte wie Hanteln oder dergleichen erforderlich sind. Da Heimübung die zweite Wahl für den Athleten ist, wenn es schwierig ist, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber warum scheitern alle Übungen zu Hause im Vergleich zum Krafttraining mit Ausnahme der NTD-Übungen? Da Krafttraining ein maximales Muskelwachstum erzielt, während Übungen zu Hause entweder auf Aerobik, persönliches Gewicht, begrenzte Gewichte oder das Ziehen von Zugfedern beruhen. Da Aerobik keine Gewichte benötigt, wird der Muskel eine sehr begrenzte Entwicklung gewinnen. Um das Muskelvolumen zu erhöhen, müssen Sie in der Regel das Gewicht erhöhen, mit dem Sie trainieren. Konstantes Krafttraining und unabhängig davon, ob das Gewicht schwer oder leicht ist, kann den Muskel nicht dazu bringen, sich zu verändern, solange das Gewicht selbst unverändert ist. Daher ist das Training, das sich auf Ihr Körpergewicht stützt, auch eine begrenzte Lösung, da Ihr Körpergewicht konstant ist. Wenn Sie einige Gewichte zum Trainieren nach Hause bringen, führen sie auch zu begrenzten Ergebnissen, da es Übungen gibt, die nur mit Hilfe von Maschinen durchgeführt werden können, insbesondere mit den großen Muskeln, die Schwergewichte erfordern. Begrenzte Gewichte arbeiten gegen die zweite Regel, dass Gewichte schrittweise erhöht werden müssen. Weil es für bestimmte Muskeln nicht richtig ist, dass sie das Gewicht an jedem Trainingstag um mehr als ein halbes Kilo, andere Muskeln um 1 Kilo und andere Muskeln um mehr als das erhöhen. Die Zunahme an jedem Trainingstag ist für Anfänger und Fortgeschrittene gleich, und Firas Almunir entdeckte das genaue Maß dieser Erhöhung für jeden Muskel. Können die Zugfedern eine Lösung sein? Der Grund für den Ausfall der Ausrüstung, die auf dem Ziehen von Zugfedern oder dergleichen beruht, liegt darin, dass sich das Spannungsniveau ändert, wenn wir die Zugfedern ziehen. Dies ähnelt der, die Sie während einer Wiederholung mit unterschiedlichen Gewichten trainieren. Das heißt, als hätte man zu Beginn der Übung 2 Kilo getragen, sie dann durch 4 Kilo ersetzt und so weiter, bis man den schwierigsten Punkt im Muskel erreicht hat. Dann hat man 8 Kilo getragen, danach ist man nach und nach zurückgegangen, um die Gewichte zu reduzieren. Dies ist gegen die dritte Regel, dass das Gewicht während einer Wiederholung konstant sein muss. Am schlimmsten ist jedoch, dass die Zugfedern die stärksten Muskelpunkte drücken, um mit der niedrigsten Spannung belastet zu werden. Dies verstößt gegen die vierte Regel, dass Bewegung die Energie des Muskels erschöpfen muss, damit der Muskel schneller wächst. Die Übung wird es in diesem Fall nicht erschöpfen können, dass die schwachen Stellen zuerst müde werden, sodass Sie die Übung beenden müssen, obwohl die starken Punkte noch nicht müde wurden. Also, was ist die Lösung? Die Lösung von Firas Almunir basiert darauf, dem Muskel zu befehlen, sich so auszuüben, als würde er hohe Gewichte tragen. Heute werden wir den Bizepsmuskel und den Trizepsmuskel zusammen trainieren. Um mit dem Training zu beginnen, müssen Sie sich vorstellen, dass Sie eine leichte Hantel tragen. Das heißt, Sie müssen den Bizeps und den Trizeps anspannen, damit Sie nur etwa 35% Ihrer Energie ausüben. Da Sie sich jetzt nur aufwärmen. Dann machen Sie die Übung, über die ich sprechen werde. Spannen Sie Ihre Muskeln ein wenig an. Es ist nicht richtig, dass Sie die Muskelanspannung für einen Moment erhöhen und dann für einen weiteren Moment verringern, aber Sie sollten während der gesamten Übung das gleiche Maß an Muskelanspannungen beibehalten, als ob Sie mit einem konstanten Gewicht trainieren würden. In dieser Heimtrainingsmethode können Sie nicht weniger als 2 Muskeln trainieren. Zum Beispiel trainieren Sie Bizeps und Trizeps gleichzeitig und deshalb müssen Sie die Anzahl der traditionellen Wiederholungen verdoppeln. Zum Beispiel, wenn Sie ein schnelles Muskelwachstum erzielen möchten, sollten Sie 15 oder 16 Wiederholungen anstelle von 8 durchführen. Aber wenn Sie weniger Muskelwachstum wollen, mit mehr Fettverbrennung, müssen Sie 30 Wiederholungen trainieren. Da diese Übung nur ein Aufwärmen war und nicht anstrengend war, sagt uns Ihr Gesicht, dass Sie sich wohlfühlen. Wenn Sie das Set beendet haben, machen Sie eine Pause, indem Sie entweder eine andere Übung machen, die nicht die gleichen Muskeln trainiert, oder indem Sie nichts tun. Bevor Sie die gleichen Muskeln wieder trainieren, müssen Sie sich 1 bis 15 Minuten ausruhen, damit die Übungsmüdigkeit mindestens um etwa 50% nachlässt.
Wenn Sie mit dem Ausruhen fertig sind, wiederholen Sie die gleiche Übung, aber mit starker Anspannung versuchen Sie, das Maximum Ihrer Energie auszuüben, und so wird Ihr Gesicht widerspiegeln, was Sie tun. Während der gesamten Übung sollten Sie den Arm vertikal und Ihre Brust nach oben und vom Oberarm weghalten. Sie müssen Ihren Arm vollständig beugen und strecken, da die 5. Regel besagt, dass die Reduzierung des Bewegungsbereichs einen Muskelteil des Wachstums beraubt und den Muskel zu einem langsameren Gesamtwachstum führt. Die Zeit, die benötigt wird, um den Arm zu strecken oder zu biegen, sollte mindestens 3 Sekunden betragen. Führen Sie nach der Pause die folgende Übung durch, bei der verschiedene Punkte derselben Muskeln trainiert werden. Sie können es aufrecht oder durch Verbeugen tun, aber in allen Positionen sollte Ihr Oberarm mit der maximalen Reichweite des Schultergelenks nach oben gerichtet sein, dann üben Sie Ihre maximale Energie aus. Nach der Ruhe machen Sie die folgende Übung, die zum dualen System gehört, was im Video mit dem Titel "Behandelt Schulter und vergrößert Brust" erklärt wurde. Halten Sie Ihren Rücken konkav und Ihren Kopf nach oben und halten Sie etwas Statisches, das sicherstellt, dass Ihre Unterarme statisch bleiben, damit Sie während der gesamten Übung mehr Energie ausüben können. Da die Übungen in dieser Sendung alle mit einem Muskel zusammenhängen, ist für jede Übung kein spezielles Aufwärmen erforderlich. Das erste Aufwärmen, das wir gemacht haben, ist ausreichend. Das Wiederholen derselben Übung an einem Tag erschöpft den Muskel und verlangsamt sein Wachstum. Aber bevor Sie die gleiche Übung an einem anderen Tag wiederholen, sollten Sie sich für 4 bis 27 Tage ausruhen. Es hängt von dem Niveau ab, das Sie in diesem Sport erreicht haben. Ein fortgeschrittener Athlet braucht mehr Ruhetage als ein Anfänger. Wenn Sie zum Beispiel eine 27-tägige Pause für einen Muskel wählen, teilen Sie Ihre Muskeln in 7 Gruppen, wenn Sie alle trainieren möchten. Trainieren Sie dann alle 4 Tage 2 verschiedene Muskeln. Ich weiß, dass diese lange Pause Sie überrascht hat, aber wie Sie sagen. Der Beweis für Süßigkeiten ist, wenn Sie essen. Auf der anderen Seite passt diese lange Pause zur NTD-Home-Methode, die ohne Gewichte ist. Die NTD-Fitness-Methode, die mit Gewicht ist, schlägt auch eine längere Pause als gewöhnlich vor, erlaubt aber gleichzeitig keine so lange Pause. Sie sollten Ihre maximale Energie mit 15 bis 30 Wiederholungen in den heutigen Übungen ausüben, um Muskelwachstum und die Behandlung von Schmerzen im Ellenbogengelenk zu erreichen. In folgenden Fällen sollten Sie jedoch nur 35% Ihrer Energie ausüben. Erstens, wenn Sie sich aufwärmen, bevor Sie die maximale Energie ausüben. Zweitens, wenn Sie an Ihrem ersten Trainingstag ein Anfänger sind, an dem Sie nur das Aufwärmen durchführen sollten. Drittens, wenn Sie möchten, dass Ihre Muskeln nur gestrafft werden, ohne Fettverbrennung oder Muskelwachstum, sollten Sie immer nur dieses aufwärmen und mit 15 bis 30 Wiederholungen machen. Wenn Sie jedoch mit maximaler Geschwindigkeit Fett um den Oberarm verbrennen möchten und kein Interesse an Muskelwachstum haben, sollten Sie die erste Übung in dieser Sendung nur mit 376 Wiederholungen als Maximum durchführen, entweder kontinuierlich oder mit mehreren Pausen. Tun Sie es alle 3 Tage einmal und üben Sie die geringste Menge an Energie aus, denn es sollte nicht anstrengend sein, sondern eine Anstrengung, die der des Gehens auf der Straße ähnelt. Die Informationen, die ich Ihnen in dieser Sendung mitgeteilt habe, sind auch allgemeine Regeln und alle NTD-Übungen unterliegen diesen Regeln. Liebe Zuhörer, die nächsten Sendungen werden Übungen für andere Muskeln erklären. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.